5 Menschen, 96 Stunden Sauerstoff, 1 Versuchs-U-Boot, eine große Suche und eine Menge Leute, die die Wahrheit über das berühmteste Tiefseetourismusunternehmen ans Licht bringen können. Was steckt hinter dem vermissten U-Boot und dem Leben darin? Die Wahrheit ist weitaus umfassender, als wir denken. Erst jetzt kommen Dinge an die Oberfläche, die nicht nur den Ruf des Unternehmens gefährden. Es gibt uns einen Einblick in den Tiefentourismus als ein viel größeres und komplexeres Thema voller Risiken. Seit das Wrack der Titanic 1985 von Robert Ballard und seinem Team gefunden wurde, zieht das Wrack Experten, Abenteurer und Liebhaber dieses Luxusliners an. Das Wrack wurde etwa 600 bis 800 Kilometer von der Küste der kanadischen Neuland-Insel entfernt in einer Tiefe von 3800 Metern gefunden. Aber dieses Massengrab wurde nicht zu einer Kultstätte. Kein Wunder, dass im Laufe der Zeit verschiedene Unternehmen versuchten, jedem, der dafür bezahlen konnte, eine bequeme Versenkung zum Wrack zu ermöglichen. Selbstverständlich fand die Expedition zum Wrack trotzdem mit Experten statt. Eines der Unternehmen, das diese Art des Tourismus perfektioniert hat, ist OceanGate. Es handelt sich um ein privates Unternehmen, das 2009 gegründet wurde. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Zugang zur Tiefsee durch die Innovation einer neuen Generation bemannter U-Boote zu verbessern. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Washington und beschäftigte im April 1947 Mitarbeiter. Die Finanzierung des Unternehmens aus verschiedenen Quellen beläuft sich auf insgesamt 47 Millionen US-Dollar. OceanGate bietet nicht nur eine Erkundung des Titanic-Wracks an, obwohl es dafür vor allem berühmt ist, sondern beispielsweise auch eine Woche Meeresforschung und Erforschung des Lebens darin. Der CEO dieses Unternehmens war Stockton Rush, weil er gelistet wurde, dass er an Bord dieses schicksalhaften U-Bootes war und als einer der 5 Passagiere starb. Rush war ein Visionär und hatte genug Erfolg in seinem Leben, und dank seiner Abstammung hatte er auch Geschäfte und Erfolg im Blut. Mit 19 Jahren wurde er der jüngste Jetpilot der Welt. 1984 erhielt er einen Abschluss in Luftfahrttechnik von der University of Preston. Rush hoffte, eine Anstellung beim Militär und in der Luft- und Raumfahrt zu finden. Allerdings hat er die strengen medizinischen Tests nicht bestanden. Daher blieb er als Testflugingenieur für F-15 Jäger tätig. Schließlich zog er sich von der Raumfahrt zurück und wandte seine Aufmerksamkeit dem Ozean zu. Er hat in vielen Interviews gesagt, dass er darin eine größere Zukunft sieht als im Himmel. Die Menschen werden auf einer Unterwasserbasis statt auf dem Mars sein. Seine Frau Wendy ist sogar die Urenkelin von Isildur Isistraut. Diejenigen auf der Titanic waren und starben dort. Ihre Geschichte wurde auch von Cameron für den Film Titanic aus dem Jahr 1997 ausgewählt. Rush war jedoch ein Visionär über alle Grenzen hinaus. Wenn das nicht funktioniert, werden die Regeln gebrochen und so kommen wir zum Titan-U-Boot. Ich werde dieses Versuchsschiff ein U-Boot nennen, obwohl viele Experten argumentieren würden, dass es sich nicht wirklich um ein typisches U-Boot handelt. Zunächst möchte ich sagen, dass Rush wusste, was er tat und auch, was er falsch machte. Allerdings wissen wir nicht, wie sehr er selbst glaubte, dass er die Welt verändern würde. Er war selbst ein guter Redner und erklärte, warum er gegen die Regeln verstieß. Er sagte etwa so: Ich glaube, es war General MacArthur, der sagte, dass man sich an die Regeln erinnert, die man bricht. Und ich habe dafür einige Regeln gebrochen. Ich glaube, ich habe sie mit Logik und guter Technik gebrochen. Wenn wir uns an die Ereignisse erinnern, machen wir eine schockierende Entdeckung. Erst nach dem Verlust des U-Bootes Titan hört man von allen Seiten, wie dieses U-Boot entstanden und getestet wurde. So getestet. Sie wurde überhaupt nicht von Dritten getestet. Der U-Boot-Experte Aaron Mich gibt seine Sichtweise dazu und nicht nur ihn selbst, Zeugen früherer OceanGate-Tauchgänge melden sich. Natürlich unterschreiben alle das Dokument. Das Unternehmen macht keinen Hehl daraus, dass das U-Boot nicht von einer zuständigen Behörde getestet wurde und ein Versuchsschiff ist, was bedeutet, dass man sich der Risiken bewusst ist. Allerdings wusste niemand, wie riskant der Titantauchgang sein würde. Neben den Experten, die schon seit längerem die offensichtlichen Mängel kritisieren. Die Titan ist ein einzigartiges U-Boot von der Größe eines kleinen Wals. Es ist 6,7 Meter lang, 2,8 Meter hoch und 2,5 Meter breit. Bietet Platz für 3 zahlende Passagiere, einen Kapitän und einen Experten.
Das Rohr des U-Bootes besteht aus einer 13 cm dicken Kohlenstoffschicht, einem starken und leichten Material. Allerdings herrscht in der Tiefsee unter dem hohen Druck, der dort herrscht. Es neigt zum Knacken. Ein Riss in einem U-Boot unter hohem Druck ist für den Menschen tödlich. Es kommt zu einer Implosion. Darüber werden wir übrigens reden. Laut Experten ist die Kuppel die haltbarste Form, allerdings sind nur die Vorder- und Rückseite des Titans kuppelförmig. Die Kuppeln werden in der Mitte mit Spezialkleber befestigt. Die Tatsache, dass das vordere Titanteil mit dem Fenster den Ein- und Ausgang bildet, sagt etwas aus. Die Titan soll einem Tauchgang bis zu einer Tiefe von 4000 Metern standhalten. Menschen können bis zu 96 Stunden in einem U-Boot verbringen. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine theoretische Berechnung, die sich hinter einer Deklaration verbirgt. Nirgendwo wird erwähnt, wie genau die Berechnung unter bestimmten Umständen ist, beispielsweise bei einer hohen Kohlendioxidkonzentration, und der Zustand der Belüftung wird nicht berücksichtigt. Außerdem hätte die Titan laut Zeugenaussagen keine Sauerstoffmasken tragen dürfen. Anhand der Videos von OceanGate bewertete mich die Navigationsausrüstung als sehr gut, was jedoch bereits eine ziemliche Kontroverse darstellt, ist die Steuerung des U-Bootes selbst. Den verfügbaren Quellen zufolge wurde die Titan tatsächlich von einem Logitech F710 Controller gesteuert. Selbst laut Rush handelt es sich um einen völlig neuen Ansatz, der sowohl mit einem Controller als auch mit 2 Touchscreens sehr gut läuft. Darüber hinaus war die Steuerung drahtlos und ja, diese Informationen kamen erst vollständig an die Oberfläche, nachdem das U-Boot verloren gegangen war. Zwar werden einige Controller auch in der Luftfahrt und in der Armee zur Steuerung unbemannter Flugzeuge eingesetzt, aber dieser billige Controller ist es nicht wirklich. Die Titan sollte mit einem patentierten Druckbehälter-Zustandsüberwachungssystem mit Frühwarnsystem ausgestattet werden. Dadurch hätte der Pilot genügend Zeit haben müssen, den Tauchgang zu stoppen und mit der Rückkehr an die Oberfläche zu beginnen. Die Tatsache, dass das U-Boot nicht offiziell getestet wurde und keine Zertifizierungen bestand, hätte eine große Warnung sein sollen. So eine Warnung, was viele Experten vorhergesagt haben und nur wenige sich darum gekümmert haben. Natürlich wurde das U-Boot unternehmensintern getestet, hier geht es aber vor allem um Tests und Zertifizierungen durch Dritte, die für jedes Schiff notwendig und wichtig sind. Rush hatte ein junges Team. Viele von ihnen hatten Erfahrung in der Fliegerei und nicht im Tieftauchen und dies geriet auch in die Kritik, weil ein echter Experte fehlen sollte. Das Titan-U-Boot lässt sich von innen nicht öffnen. Es wird von außen mit 17 Schrauben befestigt, sodass sie bis zum Auftauchen gefangen sind und selbst in geringer Tiefe nicht aus dem U-Boot herauskommen können. Selbst wenn es aufgrund des Kurzschlusses an der Oberfläche brennen würde, würden Menschen verbrennen. Kein Leck, es vermittelt den Eindruck, dass Rush wirklich glaubte, dass der Titan zuverlässig sei. Er rechnete nicht einmal mit einem Katastrophenszenario. Nicht einmal die Passagiere. Reiche Touristen und Entdecker sind keine U-Boot-Experten. Darüber hinaus sind auch Experten für die Titanic und das Unterwasserleben weit davon entfernt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, in welchem Stadium der Vorbereitung der Tauchpassagiere eine Erklärung zur Evakuierung und eine Diskussion möglicher Szenarien, einschließlich des Verbrennens von Kabeln, erfolgt ist. Das Lustige ist, dass es auf Titan zumindest eine provisorische Toilette gab. Noch umstrittener ist das Tauchen zum Wrack der Titanic. OceanGate wird zugeschrieben, dass wir den Zustand des Titanic-Wracks kennen. Dennoch ist es teilweise immer noch eine Touristenattraktion, für die sie Millionen bezahlen müssen. Die Expedition dauert 10 Tage. Zuvor müssen sie Tests bestehen, die zeigen, ob ihr Gesundheitszustand den Anforderungen entspricht, und sich dann auf die Expedition vorbereiten. Man ist 2 Tage an Land und 8 Tage auf See auf dem Mutterschiff, weil man erst einmal irgendwie zum Wrack gelangen muss. Sie segelt vom kanadischen Dorf Estiones aus, der Tauchgang selbst zum Wrack dauert 8 bis 10 Stunden, bei jeder Etappe kann der Tauchgang unterbrochen werden, und wenn Sie glauben, dass die Titan bis Samstag, dem 17. Juni 2023, keine Probleme hatte, dann würden Sie das tun. Ich bin der Erste, der hier in einer BBC-Dokumentation mit dem Titel TOOME to Titanic darauf hinweist, dass Sie sich sehr irren und in einem Fall das Triebwerk umgekehrt installierten und es erst auf den Meeresgrund herausfanden. Dann hielt Rush den Controller zur Seite, während die Jets weiter operierten. Ein Passagier der Expedition 2021.
Da jedes Jahr Expeditionen mit OceanGate stattfinden, gab er an, dass das U-Boot nicht sicher sei. Er konnte nicht einfach 10 Stunden da sitzen, es gab auch immer wieder Probleme mit den Batterien und so musste der Tauchgang im Nebel auf 1600 Metern unterbrochen werden. Im Jahr 2018 äußerten 38 Experten Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und skizzierten zudem Katastrophenszenarien und schwerwiegende Folgen für die gesamte Branche. Dass Titan ständig Innovationen hervorbringt und daher Tests und das Warten auf die Zertifizierung den Prozess nur verzögern und behindern würden. Da Titan in internationalen Gewässern operierte, musste sich rasch nicht mit den Vorschriften einzelner Bundesstaaten auseinandersetzen. Für Cameron selbst sind Tauchgänge zur Titanic sehr riskant, aber es lohnt sich. Im selben Jahr war auf einer Expedition zur Suche nach dem Wrack der Titanic die Kommunikation mit dem Mutterschiff über 2 Stunden lang unterbrochen, bevor es zurückkehren konnte. Der Autor und Teilnehmer Mike Reis von einer der Expeditionen kritisierte die Titan dafür, dass es sich tatsächlich um ein Schiff mit Motoren handelt, die wie Ventilatoren auf einem Tisch aussehen und das über einen Joystick gesteuert wird, den man vielleicht zu Hause hat. Ich habe auch Informationen vom ehemaligen OceanGate-Mitarbeiter David Lackridge, der 2018 seine Vorgesetzten warnte, dass die Mängel im Carbonrumpf nur durch ausreichende Tests und strengere Tests durch eine zertifizierte Agentur entdeckt werden können. Als es nicht half, schrieb er einen Brief an die Geschäftsleitung, in dem er ihr mitteilte, dass die Tests nicht so durchgeführt wurden, wie es hätte sein sollen. Damit besiegelte er seine Tätigkeit bei OceanGate, natürlich nahm ihn niemand ernst und sie entließen ihn sogar mit einer Klage wegen der Preisgabe vertraulicher Informationen. Lackridge konterte mit einer Klage auf ungerechtfertigte Entlassung, und die ganze Sache verlief im Sande. Lackridge äußerte sich nicht einmal über einen Anwalt, was mich nicht überrascht. Jeder U-Boot-Typ verschiedener Unternehmen kann die Titanic in etwa 2 Stunden erreichen, das heißt es dauert 2 Stunden, um 3.800 Meter tief zu tauchen. Der Titan sollte seinen Tauchgang um 4 Uhr erst beginnen. Nach Angaben der US-Küstenwache kam es zu Verzögerungen. Titan beginnt mit dem Abstieg erst um 7 Uhr und 30 Minuten. Natürlich sind für den Start des Abstiegs selbst Verfahren erforderlich, die 30 Minuten dauern. Der Abstieg selbst begann um 8 Uhr. Titan 1 Stunde und 40 Minuten nach dem Tauchgang. Das heißt, um 9 Stunden 45 Minuten Ortszeit am Samstag, den 17. Juni 2023, es verliert den Kontakt zum Mutterschiff Polar Prise, dort soll es alle 15 Minuten ein Signal senden. An Bord sind der britische Milliardär und Abenteurer Hanring, der Regisseur von OceanGate, Stockton Rush, der Veteran der französischen Marine, Tangerud, und der pakistanische Geschäftsmann Shahzad Dawood, der seinen 19-jährigen Sohn bei sich hatte. Um 15 Uhr soll Titan auftauchen, was jedoch nicht geschieht. Die US-Küstenwache meldete die Titan erst um 17 Uhr und 40 Minuten als vermisst, und selbst die kanadische Küstenwache meldete sie erst am Sonntag um 21 Uhr und 13 Minuten als vermisst. Nun wurde eine umfassende Suchaktion gestartet. Experten streiten darüber, ob das U-Boot im Wrack stecken geblieben ist, da es dort zuvor durchaus riskante Manöver gab. Die Titan kann über Textnachrichten mit dem Schiff kommunizieren. Das letzte Signal des U-Bootes wird am Samstag um 10 Uhr empfangen. Am Montag wird das Suchgebiet definiert und der Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Es wurde nirgendwo viel erwähnt, aber Erstickung ist nicht das einzige Problem für die Besatzung, wenn die Stromversorgung des U-Bootes komplett ausfällt. Bald wird die Besatzung in völliger Dunkelheit nur noch 3 Grad Meeresboden vor sich haben. Amerikanische und kanadische Schiffe und Flugzeuge stürmen zum Unfallort. Sonarabgleichs, die bis zu einer Tiefe von 4000 Metern überwachen können, fallen. Beamte bitten um Unterstützung durch ein Handelsschiff. Aufgrund der Strömungen ist das Suchgebiet weitläufig. Am Dienstag um 6 Uhr morgens wurden bis zu 26.000 Quadratkilometer abgesucht, leider ohne Ergebnis. Unterdessen bestätigen die Familien die Identität der Passagiere. Um 13 Uhr gibt die US-Küstenwache bekannt, dass der Sauerstoff der Titan nur für 40 Stunden ausreicht. Den ganzen Dienstag über sind außerdem nicht identifizierbare Geräusche zu hören, die darauf schließen lassen, dass es gegen den Rumpf der Titan schlägt. Dies geschieht im Katastrophenfall, damit die Crew aufeinander aufmerksam macht. Das Knallen erfolgt in 30 Minuten Intervallen, das Knallen hört auf und setzt nach 4 Stunden wieder ein.
Leider kann die Quelle nicht gefunden werden und die Daten sind immer noch nicht schlüssig. Am Mittwoch, den 21.07.2023 um 2 Uhr morgens wird eine weitere Sonarboje gestartet und nimmt um 6 Uhr und 45 Minuten schwere Maschinen und U-Boote auf. Als letzter Versuch, das Schiff Titan um 10 Uhr zu finden, gibt es Informationen, dass ein französisches Schiff mit einem Unterwasserfahrzeug mit dem Victor 6000 Fahrzeug. Dieses Unterwasserfahrzeug verfügt auch über Roboterarme, um möglicherweise Material zu entfernen, in dem der Titan stecken bleiben könnte. Wir werden auch viel tiefer vordringen als derzeit im Einsatz. Doch das Schiff kommt erst um 19 Uhr an. Unterdessen kommen schockierende Informationen über die Sicherheit ans Licht. Um 22 Uhr kommt es in der Nähe des Wracks der Titanic erneut im 30-Minuten-Takt zu Knallgeräuschen. Am Donnerstag, 22.07.2023 um 18:00 Uhr bleibt noch eine Stunde, um den atembaren Sauerstoff im Titanenschiff zu erschöpfen, beginnt die kritische Phase der Suche. Um 6 Uhr und 45 Minuten bereiten sich alle auf das Schlimmste vor. Um 7 Uhr trifft ein französisches Schiff mit einem unbemannten Victor-Fahrzeug vor Ort ein und beginnt mit der Suche. Offiziellen Berechnungen zufolge ist der Sauerstoff bereits abgelaufen. Es ist nach 96 Stunden. Um 7 Uhr und 7 Minuten erreichte das Tiefsee-U-Boot den Grund des Atlantiks und um 18 Uhr und 14 Minuten dauert die Suche noch an. Obwohl schon in so trauriger Stimmung. Ein weiteres U-Boot, das das Wrack in der Vergangenheit fast 200 Stunden lang erkundet hat, und weitere Ausrüstung werden bald bei der Suche eingesetzt. Um 11 Uhr und 50 Minuten taucht im Suchgebiet in der Nähe des Titanic-Wracks ein Trümmerfeld auf. Das Wrack wird später als Teil der Struktur des U-Bootes OceanGate Titan identifiziert. Noch am selben Tag werden die Passagiere dieser Expedition für tot erklärt. Die Suche geht jedoch weiter. Jetzt nach den Leichen, dies wird durch die Umgebung verschärft, in der Körper von Strömungen getrieben werden und auch als Nahrung für Meerestiere dienen. Experten gehen davon aus, dass die Leichen wahrscheinlich nicht gefunden werden. Wir wünschen allen unser aufrichtiges Beileid und hoffen, dass die Struktur in Zukunft verbessert wird, damit sich solche Katastrophen nicht wiederholen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Abo und eine Klingel. Danke.